Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Viele von euch haben mich schon des Öfteren angeschrieben, dass sie immer wieder Probleme haben, wenn sie ein OpenCar-Fahrzeug mit dem BDIP-Monitor konfigurieren, programmieren möchten, dass es da immer wieder zu den sogenannten Laufzeitfehlern Laufzeitfehler ist das falsche Wort, sondern zu diesen Zeitüberschreitungen oder Timeouts kommt. Natürlich passiert mir das genauso wie euch auch. Ja, in den Videos bei mir sieht man das zwar nicht so, weil ich das immer rauscutte sozusagen, aber natürlich habe ich die gleichen Probleme auch immer wieder. Nachdem ich halt mitgekriegt habe, dass ihr da auch so viele Probleme habt, habe ich mal mit den Entwicklern, heißt sowohl mit Fichtelbahn, der ja für die OpenCar-Decoder zuständig ist, als auch mit dem Entwickler vom BDIP-Monitor habe ich Kontakt aufgenommen und zusammen sind wir mal auf Ursachenforschung gegangen und haben auch herausgefunden, woran es liegt und was man eigentlich machen muss, damit das Ganze nicht auftritt. Und die Lösung ist wirklich total einfach. Und genau die möchte ich euch heute mal zeigen, damit ihr zukünftig hier keine Probleme mehr habt. Deshalb würde ich sagen, drückt jetzt noch schnell auf den Abo-Button und lasst ein Like da und los geht's. Dann spielen wir doch das einfach mal ganz einfach durch, wie so eine Standardkonfiguration eigentlich abläuft. Ich denke mal, das wird dann auch bei den ein oder anderen oder bei den meisten identisch sein. Heißt also, ich habe in der Regel hier mein BDIP IF2, ja, mein Interface, und habe hier meine OpenCar oder meine RF-Basis, ja, meine OpenCar DC RF-Basis. Bei mir ist das jetzt die Version 1. Die meisten werden wahrscheinlich mittlerweile die Version 2 haben, aber das ist sowohl bei der einen als bei der anderen auch eindeutig 1:1 identisch. Heißt also, wir verbinden einmal das Interface mit der BDIP-Schnittstelle von der RF-Basis. Ja, das haben wir mal gemacht. Der USB-Anschluss von der RF-Basis kommt dann in den Rechner, einen freien USB-Port. Ja, ich denke mal, das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Und die Stromversorgung von der RF-Basis, ja, muss halt auch noch hergestellt werden, kommt dann hier in die Steckdose rein. So. Das war es eigentlich schon mal so weit. Auf meinem Rechner habe ich den BDIP-Monitor schon mal gestartet und da werden wir jetzt einfach mal den Monitor mit dem BDIP-Interface verbinden. So. Ich sehe jetzt hier unten, okay, ich habe eine Verbindung auf dem COM5-Port und habe Anzahl 2 Knoten. Wir können uns die Knoten auch nochmal angucken. Da haben wir das Interface und die RF-Basis-Node. Als Fahrzeug habe ich mir jetzt einfach mal eines meiner letzten Umbauten geschnappt. Das ist hier dieser einfache Schenker, das einfache Schenkerfahrzeug. Und natürlich muss ich das erstmal einschalten. So, ist gemacht. Und dann lassen wir das einfach mal hier auf dem Tisch stehen. In der Regel ist es jetzt natürlich so, wenn wir ein Fahrzeug haben, meistens konfigurieren wir das ja dann, wenn es frisch umgebaut ist. Heißt also, ich habe ein frisch umgebautes Fahrzeug. Das ist natürlich noch nicht hier in der Decoder-Datenbank hinterlegt. Bei meinem Schenker sieht es natürlich jetzt ein bisschen anders aus, weil ich den ja schon mal gemacht habe. Ist aber kein Problem, weil ich lege jetzt einfach nochmal trotzdem ein neues Fahrzeug an für euch. Das Fahrzeug nennen wir mal Schenker 2 einfach. Bei mir ist es natürlich jetzt die Adresse 25. Normal Standardadresse wäre ja 3. Wir gehen hier auf Fahrzeug. Fahrstufen haben wir 128. Das können wir jetzt alles mal außen vor lassen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben einen OpenCar-Decoder und haben einen KV5-Decoder. Dann ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil das ist schon mal der erste Fehler, den die meisten nämlich machen. Und zwar ist es das hier unten. Dieser Punkt hier unten, der ist extrem wichtig. Ja, Interface-Konfiguration. Standardmäßig steht dieser auf Brock auf Gleis, Service Mode. Ja, und da wir hier ein Fahrzeug haben, das ja nicht mit dem Gleis verbunden ist, müssen wir das hier unten umstellen auf Brock auf RF-Basis Node. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das vergesst,
Dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine Fahrzeuge auslesen könnt. Ja, also das ist schon mal das allererste, was ihr immer machen müsst. So. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt hier einfach sage, ich will jetzt mal alle CVs von dem Fahrzeug mir auslesen, dann werden wir jetzt gleich zwei Effekte sehen. Ich gehe da einfach mal drauf. Wir sehen zum einen, es dauert extrem lange. Ja? Jetzt zeigt er hier zwar successful an, aber das hat ja ewig gedauert. Das hat ja bald 3-4 Sekunden gedauert. Und hier haben wir schon den ersten Timeout. Ja? Machen wir mal noch ein bisschen weiter, schauen mal. Ja, das hat er jetzt wieder gefunden, aber halt extrem lange, mit einer extrem langen Verzögerung. Ja? Genauso hier haben wir jetzt wieder die Timeouts. Genau das ist ja das, was ihr alle bemängelt. Ich breche das Ganze jetzt hier mal ab, weil sonst wird mir das ehrlich gesagt zu lange. So, also ihr seht, jetzt haben wir den Effekt. Und was ist jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass wir jetzt ein Fahrzeug hier angelegt haben, das wir aber noch nie angesteuert haben. Ja, heißt also, ich habe das ja hier angelegt, aber ich habe noch nie einen Fahrbefehl Richtung RF-Basis geschickt. Und das machen wir jetzt mal und dann schauen wir uns mal an, was nämlich dann passiert. Heißt also, ich habe jetzt hier mal alle Basisdaten angelegt, gehe hier mal auf Speichern. Jetzt habe ich hier unten meinen Schenker 2 und jetzt gehen wir einfach mal auf Fahren und Steuern und klicken zum Beispiel einfach mal hier die F0 an, damit einfach mal ein Befehl gesendet wird, dass er eine Aktion machen soll. Ihr seht, hier an meinem Fahrzeug sind jetzt mal die Lichter angegangen. So. Ja, also wir haben jetzt einfach mal einen Befehl, einen Steuerbefehl Richtung Basis gesendet, der auch an das Fahrzeug übertragen worden ist. So. Und jetzt schalten wir das Ganze wieder aus, gehen hier wieder raus und gehen hier wieder rein. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Und voilà, seht ihr, wie schnell das jetzt geht? Ohne jeglichen Timeout. Und ratzfatz werden die Daten eingelesen. Schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Das Einzige, was ich auch jetzt noch nicht rausgefunden habe, bei der Effektgruppe 17, bei den letzten 3 CVs, komischerweise, da bringt er immer noch ein Timeout. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht rausgefunden, aber das scheint eher was mit den CVs zu tun zu haben. Ja, das sind immer nur die 3 letzten CVs, wo er dann hier diese Timeout bringt. Das stört mich jetzt ehrlich gesagt weniger. Die Effektgruppe 17, ich vermute einfach mal, dass die gar nicht im Decoder hinterlegt ist. Das könnte natürlich sein, dass da was in der CV-Liste steht, was er im Decoder noch gar nicht hat. Aber wie gesagt, die 3 Dinger da hinten, die stören mich jetzt weniger. Jetzt können wir einfach auf OK gehen und jetzt gucken wir einfach mal hier durch und wir sehen, ja, da sind alle Daten eingelesen worden. Also ihr seht, im Prinzip ist das Problem eigentlich ganz einfach zu lösen. Ja? Anscheinend, so ist zumindest mal jetzt die Vermutung bzw. die These bei uns allen, dass quasi erst in dem Moment, wenn ich jemals einen Steuerbefehl für diese Fahrzeugadresse Richtung Basis sende, dann wird diese Adresse in der Basis hinterlegt und dann kann die Basis die ganzen Daten überhaupt erstmal zuordnen und kann dann auch die CV-Abfragen wieder zurückmelden. Ja, so ist zumindest mal unser Konsens gewesen, dass es so irgendwie sein muss. Ja. Und für mich, ehrlich gesagt, ist das jetzt kein Problem, wenn ich ein neues Fahrzeug hier angelegt habe, gehe ich kurz auf Speichern, gehe dann kurz hier auf Fahren, Steuern, sende einfach mal Licht einschalten, Licht ausschalten und gehe dann wieder rein und lese dann in dem Moment die CV-Werte aus. Ein weiterer Hinweis oder einen weiteren Tipp, den ich euch noch geben kann, wer dennoch irgendwelche Probleme haben sollte mit irgendwelchen Timeouts, ja, der kann auch da noch ein bisschen eine kleine Konfiguration vornehmen, indem er einfach hergeht und hier oben bei Einstellungen und hier dann bei Systemeinstellungen die Vendor CV Timeout. Ja, wenn er diesen Wert von 0 einfach erhöht, ja,
zum Beispiel auf 1500 Millisekunden, 2000 Millisekunden, 3000 Millisekunden zum Beispiel. Weil dann wartet der BDIC-Monitor wesentlich länger, bis er eine mögliche Rückmeldung der CV bekommt. Ja? Es macht auch nichts, wenn ich da generell zum Beispiel 3000 Millisekunden eingebe und ich das nie brauche. Ja? Wenn er die Antwort gekriegt hat, macht er automatisch weiter. Ja? Nur in dem Fall, wenn er mal keine Antwort kriegt, dass er dann eben ein bisschen länger wartet. Ja? Wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, bei mir, ich habe es jetzt schon mehrmals ausprobiert, diese Vorgehensweise, die ich euch eben gezeigt habe, da habe ich nie mehr das Problem gehabt mit Timeouts, bis auf die letzten 3 CVs natürlich. Aber bei allen anderen CVs habe ich nie mehr das Problem gehabt und von daher lasse ich das einfach auf 0 stehen. Und das war es auch schon wieder heute. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit dem kurzen Video und dem einfachen Trick, wo ich sage, das ist wirklich total einfach und easy, ja, einfach mal kurz reingehen, einen Farbbefehl senden und es funktioniert. Ne? Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen ein paar Sorgenfalten nehmen und dass er jetzt zukünftig wesentlich mehr Spaß an seinem OpenCAR-System hat. Ich würde mich auf jeden Fall über die ein oder andere Rückmeldung von euch freuen, wenn er sagt, hey super, jetzt endlich funktioniert oder hey danke, bei mir funktioniert es jetzt auch, würde ich mich riesig über die ein oder andere Rückmeldung von euch freuen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.